Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tims Sprachnachrichten. Und heute geht's wieder in diese Übersetzungs-Sprachnachrichten-Hybrid-Geschichte. Und zwar geht's heute um, wer ist eigentlich Vero Engineering? Und dazu habe ich genauso wie in der letzten Folge dazu dem lieben Joseph Vero ein paar Fragen zugeschickt und er hat mir die Fragen in Sprachnachrichten beantwortet, mir die Antworten zukommen lassen und ich gebe euch jetzt gleich die Fragen wieder und schneide, so wie in der letzten Folge auch, die Antworten hintereinander, fasse sie auf Deutsch noch einmal für euch zusammen und genau, wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Also die erste Frage war, wie ist Vero Engineering entstanden? Also sehr fundamental. Hey, Tim. First, I want to thank you very much for having me on your podcast. I really appreciate it. So the first question is, how did Vero Engineering come into being? Well, I am a mechanical engineer. I worked for a company. We designed pretty cool tech for law enforcement, drones and stuff like that. And while I was there, I had a little bit of time between designing projects and decided to explain to a friend of mine a flipper tab idea I had for a knife. And he didn't understand what I was trying to explain to him. So I designed the flipper tab in CAD and showed it to him. And he really liked it. He suggested that I look into having a prototype made. So I did. And the first prototype I had was made by Bestech. They brought it to me at the 2019 Blade Show, and I was very, very happy with how the design turned out. So that design turned into the Impulse. I showed that knife off at Blade Show to some of my friends that were there, and to some of the designers and makers that I respected the most, and everybody seemed to like it. So I figured, well, people seem to dig the design, so maybe I should have these produced. I went ahead, had 125 of that first design produced, and the knives sold out in the first night of pre-order, which was insane. I got that first knife in, shipped them out, and the reviews were very, very good on them. And I realized that if I wanted to focus on that company, Vero Engineering, I would have to quit my job and put 100% of my effort into it, which I did. And I'm very glad that I did because it turned into what Vero Engineering is today. I was able to hire my wife, my sister, and we have a few employees. It's incredible. I'm really glad that I took the leap, and here we are. Also Joseph Vero ist gelernter Maschinenbauingenieur und er hat für eine Firma gearbeitet, die so Zeug für Strafverfolgung entwerfen und also so Drohnen und sowas. Ne? Und in der Zeit zwischen den Projekten, die hat er dafür genutzt, um der hatte so eine Idee für so einen Flipper-Tab, für ein Messer und hat das versucht, einem Freund zu erklären. Der Freund hat das aber nicht ganz verstanden, ist da nicht ganz hintergestiegen. Also hat Joseph sich in AutoCAD reingesetzt und hat das Ding entworfen. Das kam bei seinem Freund sehr gut an und er meinte so, hey, lass doch einen Prototypen bauen und den Prototypen hat er dann bei Bestech bauen lassen. Diesen Prototypen hat er dann 2019 auf der Blade Show bekommen, also das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Und aus dem Design ist dann das Impulse entstanden. Und das hat er dann so den Designern und Leuten gezeigt in der Community, wo er den meisten Respekt so quasi vorhat. Und das kam sehr gut an. Also hat er davon 125 Stück bauen lassen. Und die waren tatsächlich in der ersten Nacht der Vorbestellung komplett ausverkauft. Was natürlich schon echt eine Ansage ist, ne, wenn man so ein Design hat und das verkauft sich einfach in der ersten Nacht der Vorbestellung schon komplett aus, ist natürlich schon cool. Die wurden dann rausgeschickt und die Reviews darüber, also die Kritik an dem Messer, sag ich mal, die ist sehr gut ausgefallen und
da wurde ihm klar, okay, das ist jetzt für mich hier so eine Chance. Und wenn ich das jetzt hier, Vero Engineering, wenn ich das jetzt komplett all in gehen will, dann muss ich meinen bisherigen Job komplett aufgeben, damit ich hier 100% für Vero da sein kann. Hat dann den Sprung gewagt und daraus ist dann Vero Engineering entstanden. Und ja, er hat jetzt seine Frau, konnte seine Frau, seine Schwester und ein paar Angestellte anheuern und ist sehr, sehr happy darüber, dass er diesen Sprung gewagt hat. Und ich glaube, durch das, wie er seine Messer designt und entwickelt, hat er ja auch ein sehr großes Statement in die EDC-Welt gesetzt, ne? Weil das alles nochmal, die ganzen Designs von ihm so gefühlt der Grundstein für dieses sehr Moderne ist, was wir mittlerweile haben. Dann die nächste Frage, die er auch schon kennt, ob EDC für ihn schon immer eine Rolle in seinem Leben gespielt hat. The next question is, how has EDC always played a role in your life? So I was an electrician, what feels like 100 years ago, when I was younger, and I used tools daily. And you very quickly realized that better tools were not just more expensive, they were in fact better. The screwdrivers didn't strip as easily. The cutters didn't dull as easily. And the knives didn't dull and blunt as easily. And you realize that they are more expensive for a reason. They're made of better materials and potentially better design. I had favorite screwdrivers and pliers and knives all the way back then. And later on in life, I got into higher-end pocket knives. I remember the first time I got a Spyderco PM2, because that was the cool knife that everybody was getting at the time. I bought one really, really used, because I was, a poor college student at the time. And I was able to sharpen it, clean it up, and I ended up selling it and got one that was slightly better. And then did the same thing and started getting a nice collection of knives, and then started getting into some of the higher end production knives. And I've been carrying a knife ever since. Carrying a knife is one of those things where you don't realize how much you need and use a knife until you carry it for a while and then forget it at home that day. Ja, Joseph hat früher als Elektriker gearbeitet und hat da natürlich auch täglich Werkzeuge benutzt. Ne? Die von euch, die im Handwerk arbeiten, die kennen das. Ne? Man braucht jeden Tag immer irgendein Werkzeug. Und da hat er dann festgestellt, dass bessere Werkzeuge nicht nur teurer sind, sondern de facto auch besser sind. Ne? Schraubendreher gehen nicht so schnell platt. Die Schneider oder die Messer, die man hat, die werden nicht so schnell stumpf. Und genau, ne, daraus hat er dann gelernt, ja, okay, guck mal, teure Sachen haben halt auch dann bessere Materialien und ein besseres Design wahrscheinlich. Und so entwickelt sich das dann, dass er irgendwie so Lieblingswerkzeuge hatte und so begab sich dann die Reise in die etwas hochwertigeren Taschenmesser und da fing alles an bei ihm mit dem Spyderco PM2. Und weil es halt jeder irgendwie genommen hat oder jeder gekauft hat, hat er sich gedacht, ja cool, das hole ich mir jetzt auch. Hat sich dann Gebrauchtes gekauft, weil er damals, wie er sagt, ein armer College-Schüler war und, genau, sich das dann nicht anders leisten konnte. Hat das dann aufbereitet, also sauber gemacht, geschärft und weiterverkauft und konnte sich dann ein besseres PM2 leisten. Und so ging das dann immer weiter, bis sich dann wirklich so ein ganzes Arsenal an Messern zusammengesammelt hat. Und dann irgendwann ging die Reise weiter. Ne? Wir kennen das alle. Ne? Man kommt in die noch hochwertigeren Messer. Und seitdem trägt er tatsächlich jeden Tag ein Taschenmesser und meinte dann noch zum Abschluss, dass man gar nicht merkt, wie sehr man ein Taschenmesser braucht, bis man es mal zu Hause vergessen hat. Und ich glaube, da kann sich jeder von uns anschließen und sagen so, ja, das stimmt. Ne? Wenn man das Taschenmesser mal zu Hause vergisst, was man so jeden Tag mit sich rumschleppt, dann auf einmal fehlt was. Dann die nächste Frage, wann
war die Idee rund um Vero Engineering geboren? So the next question is, when was the idea of Vero Engineering born? So, like I said earlier, in 2018, I had the idea for the first pocket knife, and then, but substantially before that, while I was in college, I bought a 1x grinder from Harbor Tool and Freight. It was a very inexpensive, very cheap belt grinder. And I ground some blades in my garage and made a few fixed blades for friends, made some pocket tools. And this was way before I ever designed a folding knife. And some of those knives still live out there. Some of my friends have some of them. I never really designed the knife myself. It was more, I kind of made knives that my friends wanted me to make for them. Using like O2 steel and, or was it O1 steel? A2 steel, O1 steel. And that was it. It was just kind of a thing to do, on the weekends in the garage. Funny enough, that's where my logo came from. I designed a logo to get acid etched onto the pocket tools and the blades. So I've had my logo way before Vero Engineering company actually existed. Er hat ja schon anfangs dazu was gesagt, ne? Wie Vero Engineering so quasi entstanden ist. Und da kam so die erste Idee ja 2018 mit dem ersten Folder. Aber im Grunde genommen hat das schon viel früher angefangen, weil damals, als er im College war, hat er sich so einen Schleifer geholt von Harbor Tool and Freight. Ich glaube, wenn ich das richtig recherchiert habe, ist das quasi so ein Werkzeugladen, wo man halt in den USA, wo man sich halt so Werkzeug kaufen kann. Und da hat er sich einen sehr günstigen und billigen Bandschleifer geholt. Und hat dann so Klingen und so in seiner Garage geschliffen, feststehende Messer und so Pocket Tools für seine Freunde. Und das war halt viel eher, bevor die erste Idee des ersten eigenen Klappers entstanden ist. Und ja, seine Messer existieren heute noch bei Freunden und da war das damals dann nicht so, dass er schon so Designs hatte, sondern dass die Freunde ihm halt so gesagt haben, so, ja, hier, das und das brauche ich. Und dann hat er denen das quasi so fertig gemacht aus O1 und A1 Stahl, also so wirklichem Werkzeugstahl. Und das war halt so ein Ding für die Wochenenden. Und tatsächlich entstand auch schon in der Zeit, bevor es die Firma Vero Engineering überhaupt gab, entstand damals schon dieses ikonische V, ne? Also sein Logo. Ja, und das ist dann quasi auch schon die nächste Frage. Und zwar, was war das erste Design, was das ikonische Vero V getragen hat? So that actually answers your next question. What was the first design that was branded with the iconic Vero V? So that was it. If you look on my Instagram page, Vero Engineering on Instagram, and you scroll all the way back, like to the first post, one of the first posts on there is a pocket tool, little pry bar that I made for my best friend Paul. And it had that acid etched logo of the V on it. And so did the other fixed blades and those knives. So yeah, years before the company ever even started. Also wenn ihr auf der Instagram-Seite von Vero Engineering nach ganz unten scrollt, quasi zum ersten Post, findet ihr da ein Foto von einer Pry-Bar, die Joseph damals für seinen besten Freund Paul gemacht hat. Die hat dieses eingeätzte V, was wir heutzutage als das Vero Engineering V alle kennen, war das quasi so eins der ersten Dinge, die das eingeätzt hatten, genauso wie die Messer, die er jetzt damals gebaut hat. Ja, die nächste Frage war, wie Joseph seine neuen Produkte designt. Zum Beispiel das Lachs. So the question is, how do I design new products? Let's say the Lux, for example. So I have, sometimes I'll design something on paper, so or a whiteboard. Actually, I've been using whiteboards a lot lately because you can very easily, just with your finger, erase sections to kind of get the overall aesthetic of what
the design should be. And then maybe I will take a picture of that and then send it into my iPad with my Apple Pencil and then draw over that in Procreate. Procreate is a fantastic drawing tool app on the iPad, and I'm able to manipulate that drawing and get it to the point where I'm aesthetically happy with the 2D representation of that drawing. Then I take that drawing and I'll essentially take a screenshot of that drawing, put it into my CAD program, and then draw over that picture in CAD with more precise dimensions. And then that's where I will extrude into the third dimension and then iterate the dimensions and aesthetics in CAD until I'm happy with how it looks and how it seems like it could function. Then I'll take that design and I'll 3D print it. And I'll test it, see how it feels in hand, see how the size feels, see how the flipper tab or the milled pockets work, and see how how it feels in your pocket, how it feels taking out of your pocket. And then I'll iterate it that way, and I'll make some changes and then print it over and over until I'm happy with it. Then I take that CAD drawing and I get the drawings over to my manufacturers, and they will convert my CAD drawings into CAD for their machining purposes. Then I'll get that prototype from them, and then we'll usually iterate the design with them a little bit because sometimes things need to be slightly altered for their machining capabilities. I'll get those prototypes in, and that is one of the best experiences about this entire company, is knowing that a prototype is coming to me and then being able to flip out that knife for the first time after spending sometimes up to 6-8 months looking at it in CAD and feeling it in just a 3D print. Being able to flip that knife out and hear how the knife locks open and feel how it drops shut and feel how the flipper tab works and the front flipper works and the milled pocket works. Feel how it feels in your hand and being able to put it in your pocket. Just by far one of the greatest experiences of owning this company. And there's a lot of great experiences in having this company. Also Joseph nutzt zum Design vor allen Dingen Papier oder Whiteboard. Im Moment oder in letzter Zeit benutzt er vor allen Dingen ein Whiteboard sehr gerne, weil man da mit dem Finger so ganz entspannt mal eben was wegwischen kann, wenn einem irgendwas nicht gefällt. Genau, und damit erzeugt er dann so die grundlegende Ästhetik von dem Design. Davon macht er dann ein Foto, schickt das in sein iPad und nutzt dann die App Procreate. Wie er sagt, eine sehr, sehr gute App, um halt dann so Bilder zu bearbeiten und grundlegend erstmal so eine Ästhetik klar zu kriegen. Und daraus fertigt er dann quasi das macht er dann so lange, bis das 2D-Aussehen ihm sehr gefällt. Davon macht er dann einen Screenshot, schickt das in sein CAD-Programm und zieht die Linien dann nach, um das ganze Design in etwas präzisere oder sehr viel präzisere Dimensionen zu überführen. Daraus entsteht dann wiederum ein 3D-Modell, das er bearbeitet ist, bis er mit dem zufrieden ist, was er da so vor sich sieht und wie es so funktionieren könnte. Dann wird das ganze Ding in 3D gedruckt und um so ein Gefühl zu kriegen für die Haptik, wie sich die Taschen, die er da einfräst, immer die ikonischen Vero-Taschen in der Klinge, wie die funktionieren, wie der Flipper-Tab funktioniert, wie das in der Hosentasche funktioniert, also wie sich das in der Hosentasche anfühlt, wie es sich beim Rausziehen aus der Hosentasche anfühlt und so. Und das wird so oft wiederholt mit dem 3D-Druck, bis er damit auch zufrieden ist. Dann wird das Endresultat, also die CAD-Datei, die schickt er dann zu seinen Herstellern. Die wandeln dann die CAD-Zeichnung in eine Datei in so eine CNC-Datei, die dann für deren Produktion funktioniert. Dann werden Prototypen hergestellt und genau, das wird dann so angepasst, dass die mit ihren Maschinen auch
natürlich das Ding fertigen können. Also muss man manchmal noch so in dem Design hier und da noch mal ein paar Abstriche machen oder Veränderungen vornehmen, damit das dann halt entsprechend gefertigt werden kann. Dann gibt es einen letzten Prototypen quasi und das ist dann, wie er sagte, das beste Gefühl, wenn man weiß, okay, hier kommt jetzt ein Prototyp und nach 6 bis 8 Monaten Entwicklung das Ding zum ersten Mal aufzumachen, zu hören, wie es sich öffnet, also wie der Framelock, wir kennen das alle, ne? Wenn der Framelock dann einschlägt und verriegelt, wie es sich anfühlt, wenn die Klinge komplett zufällt und wie sich der Flipper-Tab funktioniert, wie die Pockets funktionieren, wie es sich in der Hosentasche anfühlt, ne? Und dann das erste Mal wirklich mit dem Endresultat, das dann quasi in der Hand zu haben, ist für ihn eins der schönsten Erfahrungen, neben so vielen anderen schönen Erfahrungen, die er in seiner Firma so machen kann. Ja, der zweite Teil der Frage war dann, ob er der alleinige Designer ist oder ob er ein ganzes Designteam hat. Yeah, I'm the only designer for the company. I do all of the designs myself. It is what I love doing. It's what kind of gets me up in the morning. Sometimes, as you know, running this small business, I don't get to design as much as I'd like to, and sometimes I kind of have to force myself to, because I know that there's always going to be a problem to solve for the company, and if I continually focus on those problems, I'll never get any designing done. So I try to, on Thursdays, make that my design day. I come into the office knowing that I'm going to sit down at my computer and I'm going to design that day. And if I don't do that, designs don't happen. If the designs don't happen, designs don't get made. Ja, also er ist im Moment noch der einzige Designer für Vero Engineering und er liebt das so sehr, dass es auch das ist, was ihm morgens aus dem Bett hilft, ne? Und manchmal kommt er auch gar nicht zum Design und manchmal muss er sich auch so ein bisschen zwingen dazu. Aber er weiß auch, dass es immer irgendwie ein Problem gibt, was für die Firma gelöst werden muss. Und wenn er sich dann nur darauf konzentriert, Probleme zu lösen, kommt er gar nicht mehr so wirklich zum Design. Und deswegen hat er sich den Donnerstag als sein Design Day, also als den Tag in der Woche ausgesucht, wo er wirklich morgens ins Büro kommt, sich an seinen PC setzt und den ganzen Tag nur am Designen ist. Und wenn er das halt nicht tun würde, würden keine neuen Designs entstehen und damit halt auch keine neuen Produkte. Ja, die nächste Frage war dann, ob er sich auch vorstellen kann oder ob es schon Ideen gibt, auch andere Designer außerhalb von Vero ins Boot zu holen, sozusagen. Do I have an idea of featuring a designer outside of Vero? Yeah, definitely. I think that's definitely going to happen. But right now, since we're still a small company, I have to be careful about the number of designs that we produce. As much as I'd love to just design and produce everything that I have in mind, I can't. We still have to get the product produced. We have to pay for the product. We have to market the product. We have to ship and logistics and everything that goes into getting a product into everyone's hands. It's still extremely time consuming for us as a small business, and also very risky, financially speaking. So while yes, I'd love to in the future bring on other designers to help design other products, that's definitely not something we can do right now because my hands are still tied with some of the designs that I want to come out with. But this year, I'm finally able to do a lot of the things that I've been wanting to do for years, but haven't really had the bandwidth. So like the time and finances to do. So we're going to be doing things like a bit driver and some beads and hopefully a pen and a flashlight, stuff like that. I'm able to focus on doing that now. So. Also andere Designer außer Joseph selbst wird in Zukunft auf jeden Fall passieren, aber als so kleines Unternehmen muss er sich noch sehr darauf konzentrieren.
wie viele Designs er machen kann, weil so sehr wie er es lieben würde, einfach alles, was er so im Kopf hat, umzusetzen, geht auch immer viel damit einher. Ne? Man muss das Produkt entwerfen, fertigen, bewerben, versenden, die ganze Logistik, die dahinter steht. Das ist auch immer sehr viel Arbeit, ne? Um dann das Design auch in die Hände von alle Hände von den Kunden zu bekommen. Ne? Und das braucht halt alles sehr viel Zeit, vor allen Dingen für so ein kleines Unternehmen. Das ist auch immer sehr viel Risikobereitschaft, finanzielle Risikobereitschaft, die damit einhergeht. Und ja, er würde sich liebend gerne noch andere Designer mit ins Boot holen, was im Moment noch nicht umsetzbar ist, weil seine Hände noch sehr daran gebunden sind, was alles gerade noch so passiert an Designs und so. Aber er kann dieses Jahr schon einiges umsetzen, wofür es vorher noch nicht so die Finanzen und die Zeit gab. Und darunter fallen dann zum Beispiel, hat er schon ein paar Beispiele angeführt, einen Bitdriver, Beats, ein Stift, eine Taschenlampe. Genau, und darauf kann er sich jetzt fokussieren. Ja, die nächste Frage war, was Vero Engineering für ihn persönlich ist. What's Vero Engineering to me personally is the question. It's become my life. I've always been a designer. I've always been a collector of knives. And I've always found things in even my favorite designs that I thought were almost perfect. I always found something that I want to change on it, personally. Having Vero Engineering means that I can do that. I can see a design, I can create a design and iterate it and change it until I'm finally happy with it. Being able to do that is just absolutely incredible. So that really scratches the design itch for me as an engineer. I'm a mechanical engineer. So I get to do that designing, and it's very, very satisfying to be able to iterate and change the design to the exact thing that I want to own. In terms of the business itself, I love being a business owner, and of a business that I am ridiculously proud of. We've done some amazing things here in the short period of time that we've been open, and this is the company that puts food on the table for my kids, my family. I can help support my sister's family with the company. I can bring in interns from the college I graduated. It's absolutely incredible to be able to have this company. And on top of that, people actually like what we're making. There's people out there that have a Vero Engineering knife or product in their pocket every single day, and that still absolutely blows my mind. The fact that people not only seem to like our products, but love the products, and not only like the company, but love the company, is absolutely incredible. It is more than I could have ever expected, and I am so lucky to have both this company and the customers that we have. And I get to do it with my wife, because she works for me. She works for the company. She's in charge of customer service and administration, and I get to work with my wife every day. We get to chat about the business when we're at home, and it's just it's amazing. It really is. Ja, Vero Engineering wurde zu seinem Leben. Er war schon immer Designer als Maschinenbauingenieur, und der war auch schon immer Sammler von Taschenmessern und hat auch in Designs schon immer Sachen gefunden, die er ändern würde, auch in seinen eigenen. Und mit Vero Engineering kann er das. Er kann Designs ändern, anpassen, bis er zufrieden ist, und das ist für ihn einfach unglaublich. Wenn es um das reine Geschäft geht und um die Firma, liebt er es, sein eigenes Geschäft zu haben, Geschäftsführer zu sein. Und da ist er enorm stolz drauf, vor allen Dingen, weil sie in letzter Zeit oder in der kurzen Zeit, in denen es Vero Engineering jetzt gibt, ich meine, wir reden von 2018, 19,
Und da hat er schon wirklich Dinge erreicht, wo er extrem stolz drauf ist. Ne? Und das Unternehmen ernährt seine Familie, seine Kinder. Er kann die Familie seiner Schwester unterstützen, weil seine Schwester ja auch für ihn arbeitet. Und er kann Praktikanten von dem College bei sich quasi so ein Praktikum machen lassen, von dem College, wo er selber seinen Abschluss gemacht hat. Und es ist einfach für ihn unglaublich, in der Lage sein zu können, so ein Unternehmen zu führen und sein eigenes Unternehmen zu führen. Und obendrauf gibt es dann noch die Leute, die seine Produkte halt mögen. Und dass es halt nicht nur Leute sind, die die Produkte und das Unternehmen mögen, sondern lieben. Ne? Es Leute gibt, die irgendein Produkt von ihm jeden Tag dabei haben und das haut ihn einfach um. Und es ist halt einfach so, dass das halt alles mehr ist, als er erwartet hat. Ne, er ist so glücklich, dass er das alles so aufbauen konnte und dann auch noch mit seiner Frau zusammen. Seine Frau arbeitet auch bei ihm beziehungsweise für ihn im Kundenservice und in der Administration, und er kann jeden Tag mit seiner Frau arbeiten und zu Hause über die Firma reden, und das ist für ihn einfach toll. Ja, die nächste Frage: Sein persönliches Highlight in der Geschichte von Vero Engineering. My personal highlight in the history of Vero Engineering. That's a tough one because there are so many. But very recently, something amazing happened. We won our first Blade Show award. And not only did we win our first Blade Show award, we won our first and second at the same show. And it was for the Best Factory Folding Knife and Best Factory Fixed Blade. The two awards that I couldn't dream that I would win either of them, let alone both. So absolutely lucky for that. So the first was the fixed blade. The Best Factory Fixed Blade is the Vero Mylan. Those are actually dropping very soon. I'm not sure when the podcast is going to come out, but dropping soon. And the second, that's made by Bestech. And the second is the Lux, the Vero Lux folding knife, and that's being produced by Riot. And it is incredible that we won one. It's absolutely mind-blowing that we won two. That is definitely one of the best experiences I've had with this company. Also für Joseph gibt es sehr viele Highlights in der Geschichte von Vero Engineering, aber vor kurzem ist was wirklich richtig Tolles für ihn passiert. Und zwar hat er auf der Blade Show nicht nur seinen ersten, sondern auch direkt seinen zweiten Preis gewonnen. Und zwar auf der gleichen Show. Einmal den Preis des Best Factory Folding Knives und einmal Best Factory Fixed Blade. Er hätte sich niemals vorstellen können, einen davon zu gewinnen und schon gar nicht beide zu gewinnen. Und bei dem Best Factory Fixed Blade handelt es sich um das Mylan, das von Bestech gefertigt wird. Das ist auch schon gedroppt. Er sagt hier, dass es bald droppen wird. Es ist auch schon gedroppt. Also haltet da gerne noch die Augen auf für folgende Drops. Und als Best Factory Folding Knife wurde das Lux ausgezeichnet. Und das wird gebaut von Riot. Genau, es ist, wie schon gesagt, für ihn halt unglaublich, einen zu gewinnen, schon gar nicht, dass beide zu gewinnen. Und das ist für ihn eine der besten Erfahrungen mit dem Unternehmen. Ja, dann zu guter Letzt immer die klassische Frage: Vero Engineering in 3 Worten. And you asked for Vero Engineering in 3 words. And I love that question. And I have the perfect 3 words for it. Clean, functional, design. Every product that I design, I want to have that same philosophy. I want it to be clean. I want it to be aesthetic.
I want it to be something that you want to own and you want to carry every single day. But I also want it functional. I want it to work, and I want it to work damn well. Thank you so much for having me on your podcast. I really appreciate it. Bye. Also Vero Engineering in 3 Worten. Selbst gesagt, dass er die Frage sehr liebt und für ihn die 3 Begriffe sind klar, funktional und Design. Also, dass jedes Produkt entwickelt er mit der gleichen Philosophie. Es muss ein klares Design sein, es muss ästhetisch sein und man muss es besitzen wollen und jeden Tag bei sich führen wollen. Und dazu muss es aber auch funktional sein. Und das funktionieren soll es, und zwar verdammt gut funktionieren. Ja, genau. Das war Vero Engineering, meine lieben Freunde. Zum Abschluss hat er sich natürlich noch bedankt, dass er Teil meines Podcasts sein darf. Und die Freude liegt ganz meinerseits. Und ich hoffe, ihr konntet auf jeden Fall mal so einen Einblick bekommen in das, was Vero Engineering ist und wo er herkommt und so ein paar Eindrücke bekommen von dem, was so hinter den Kulissen von dem großen V passiert. Und ja, ich bin selber noch sehr beflügelt von dem, was ich mir jetzt hier angehört habe in der letzten halben Stunde. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge, beziehungsweise ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit der Folge. Und bleibt wie ihr seid, gehabt euch wohl, steckt den Kopf nicht in den Sand und wir hören uns. Ciao, ciao.